Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Rezept für all jene unter euch, die am Wochenende gerne frisches Gebäck am Tisch stehen haben, aber ungern früh aufstehen. Wie das funktioniert, seht ihr jetzt. An Zutaten brauchen wir Mehl, Milch, Öl, Zucker, Hefe, Salz, ein Ei und Butter. Gebt das Mehl zusammen mit dem Salz in die Rührschüssel eurer Küchenmaschine. Im nächsten Schritt vermischt ihr folgende Zutaten miteinander: die Milch, den Zucker und die Butter. Diese 3 Zutaten erwärmt ihr jetzt so, dass sie am Ende nicht zu heiß sind, denn sonst zerstören sie euch die Funktion der Hefe. Fügt das Ei hinzu und schließlich auch die Hefe. Zum Schluss rührt ihr das Öl ein und die feuchten Zutaten stehen bereit. Gebt sie zum Mehl dazu und verknetet einen kompakten Teig. Ich empfehle euch, den Teig immer wieder mal vom Knethaken herunterzuziehen und auch vom Schüsselboden hochzuheben, denn so wird er gleichmäßig durchgeknetet. Idealerweise sieht euer Teig dann so aus. Ihr seht, er ist kompakt, aber er ist auch noch schön feucht und das ist wichtig, damit wir später schöne weiche Kipferl haben. Legt ihn auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche und knetet ihn nochmals richtig kräftig durch. Verwendet dabei wirklich nur so viel Mehl wie notwendig ist, damit der Teig euch nicht anklebt. Formt eine hübsche Kugel und gebt diese in eine befettete Schüssel, denn der Teig muss jetzt gehen. Und zwar für ungefähr 1 bis 1,5 Stunden, da wir ein bisschen weniger Hefe als üblich verwenden. Ich nütze diese Zeit ganz gerne, um gleich den Tisch für den nächsten Tag fürs Frühstück vorzubereiten. So hat man dann am nächsten Tag einfach viel weniger Arbeit und kann sich gemütlich zum Frühstück setzen. Übrigens, diese Falttechnik für die Servietten und auch andere wird es in einem eigenen Video geben, es lohnt sich also, mir treu zu bleiben. Nach 1 Stunde 15 Minuten war es bei mir soweit. Ihr seht, der Teig hat sein Volumen schön verdoppelt. Ich lege ihn wiederum auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche, knete ihn nur ganz kurz durch und dann wird er schön dünn ausgerollt. Schlussendlich solltet ihr eine ca. 40 bis 43 cm große runde Teigplatte haben, die ihr auf 16 gleich große Dreiecke aufteilt. Schnappt euch das erste Dreieck und rollt dieses mit eurem Nudelholz oder eurer Oklagier nochmals ein bisschen dünner aus. Rollt das Dreieck möglichst straff auf und achtet darauf, dass die Spitze besonders dünn ausgerollt ist, denn so geht das Kipferl später nicht auf. Mit dieser Seite nach unten legt ihr die Kipferl in ein vorbereitetes Backblech, welches ihr mit Backpapier ausgelegt habt. Übrigens könnt ihr die Kipferl auch befüllen, egal ob süß oder herzhaft, sie schmecken relativ neutral, das heißt, ihr könnt dann wirklich jede Füllung nach eurem Wunsch verwenden. Legt die Kipferl so in die Backform hinein, dass dazwischen genug Platz ist, damit sie noch ein bisschen aufgehen können. Und ich verwende hier eine Form mit 35 cm Durchmesser. Falls ihr so eine große runde Form nicht habt, funktioniert das Ganze natürlich auch in einer rechteckigen und das sieht dann so aus. Im nächsten Schritt werden die Kipferl sorgfältigst abgedeckt. Ich verwende dafür so einen Überzug und zusätzlich noch ein Küchentuch und anschließend wandern sie in den Kühlschrank für ungefähr 8 bis 12 Stunden. Am nächsten Morgen sehen sie dann so aus. Ihr seht, sie sind ein bisschen aufgegangen, allerdings nicht zu stark durch die Kälte. Und jetzt können sie sofort in den Ofen wandern, ihr braucht also keine zweite Gehzeit.
Die Menge im Rezept zu Beginn des Videos reicht übrigens immer für ein Blech aus. Das heißt, ich habe das Ganze diesmal doppelt gemacht, einfach weil ich euch 2 Varianten zeigen wollte. Aber diese 425 Gramm Mehl reichen für ein Blech aus. Kurz vor dem Backen könnt ihr die Kipferl mit etwas Wasser besprühen und mit Sesam bestreuen oder, wenn sie besonders glänzen sollen, könnt ihr eine Mischung verwenden aus einem Eigelb und 2 bis 3 Esslöffeln Sahne. Wichtige Infos, sie wandern jetzt in den kalten Ofen, also nicht vorheizen. Erst wenn das Blech drin ist, schaltet ihr den Ofen ein und zwar auf 180 Grad Ober-Unterhitze und jetzt werden sie ungefähr 25 Minuten gebacken. Sollten sie im Laufe der Backzeit oben recht dunkel werden, deckt sie mit einer Schicht Alufolie ab und backt einfach weiter. Wenn die Kipferl fertig sind, nehmt ihr sie aus dem Ofen und verleiht ihnen den letzten Schliff mit einem Stück Butter. Deckt sie mit einem sauberen Küchentuch ab und lasst sie so lange stehen, bis sie nicht mehr ganz so heiß sind. Ihr könnt sie also lauwarm essen. Jetzt darf serviert werden. Ich habe übrigens am Vorabend auch gleich eine kalte Platte hergestellt. Meine Follower auf Instagram, die wissen das, denn dort zeige ich euch immer, wie die Videos entstehen, nehme euch mit durch meinen Alltag und deswegen wisst ihr auch schon, wie diese kalte Platte aussieht. Wenn ihr also gerne hinter die Kulissen blickt, dann könnt ihr mir natürlich auch auf Instagram folgen. Die Kipferl sind übrigens außen schön knusprig, wie man sieht, und innen schön weich und so bleiben sie ungefähr 2 Tage lang. Ihr seht, eigentlich hat man mit diesen Kipferl nicht viel Aufwand, denn man kann die ganze Arbeit schon am Vorabend erledigen und am nächsten Tag kann man einfach sein Frühstück oder sein Brunch genießen und kann sich, wenn man Besuch hat, natürlich auch mehr um seine Gäste kümmern. Da meine Frühstückskrapfen über Nacht bei euch so gut angekommen sind, dachte ich mir, es ist Zeit für eine Kipferl-Variante. Und wenn euch diese Variante gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest und Instagram. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.